How do you practice when you are in despair? What is the first aid kit? Wie praktizierst du, wenn du dich verzweifelt fühlst? Was ist hier deine Erste Hilfe Stellung? And as always, while listening, direct your attention to your in and your out breath. Practice being present. Und während du zuhörst, folge der Ein- und der Ausatmung und übe dich darin, präsent zu sein, diesen Achtsamkeitsmuskel zu trainieren. You're training your mindfulness muscle through repeating being present. So there will be a time in your life when you feel despair, when you feel help and powerless. Irgendwann in deinem Leben wirst du dich hilflos und machtlos fühlen und verzweifelt. And you can feel desperate because of many different reasons. Und du kannst dich hilflos fühlen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht ist jemand gestorben, den du lieb hast. Maybe someone close to you has died. Maybe you or someone you love has a serious health problem, mentally or physically. Vielleicht hat eine Person, die dir nahesteht, eine Krankheit oder du selbst, mental oder physisch. Maybe you have financial difficulties. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Maybe you feel desperate because you're living in a conflict zone or in a difficult political situation. Vielleicht befindest du dich in einer Konfliktzone, in einer Kriegszone oder in einer politisch schwierigen Situation. Or maybe you have just learned that the political candidate you had preferred lost the election. Oder vielleicht hat die politische Partei, die du unterstützt hast, gerade die Wahl verloren. So for whatever reason you are in despair, the question is, how do you practice with these strong emotions? So, warum auch immer du in Verzweiflung bist, die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie praktizierst du damit? And as I keep repeating, my most important job is not teaching mindfulness or doing what I do here. My main job is to take good care of this being that is seated in front of the camera. That is my main job. Und wie ich immer wiederhole, mein Hauptjob ist nicht, mich als Achtsamkeitslehrer zu betätigen oder sonst irgendetwas zu tun, sondern mein Hauptjob ist es, Achtsamkeit zu leben, indem ich mich gut um dieses Wesen kümmere, das hier sitzt. Mich um dieses Wesen gut zu kümmern, das ist der Hauptjob. Because I know when I can't take good care of this being that is seated here, I cannot take good care of anybody or anything else. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich um dieses Wesen, das hier sitzt, gut zu kümmern, dann kann ich mich auch nicht gut um andere kümmern oder um irgendwelche anderen Dinge, die mir wichtig sind. So maybe it became already clear what I did here and why this is such an important step in your practice. So, vielleicht wird es jetzt schon klar, was ich hier tue und warum das so ein wichtiger Schritt in deiner Praxis ist. I separated me as the one observing from the one who is experiencing something, for example, despair or any other difficult emotions. Also, ich habe mich getrennt
wenn ich so beobachte, trenne ich mich als das, was beobachtet, von dem, was beobachtet wird. Zum Beispiel das, was eine starke Emotion hat. So, my main job as the one who is witnessing, the one who is observing, is to turn gently to the one who is suffering. Der Hauptjob als derjenige, als dasjenige, was beobachtet, ist, mich liebevoll dem zuzuwenden, der leidet. And from a position of stillness, aus einer Position von Stille, von stiller Beobachtung, from silent observing, from a position of love and compassion, aus einer Position von Liebe und Mitgefühl. I am holding the one who is suffering gently. Halte ich das, was da leidet, ganz liebevoll. My teacher Thich Nhat Hanh used to say, we are holding our suffering like a baby that is crying. Thich Nhat Hanh Thai hat immer zu uns gesagt, wir halten unser Leiden wie ein Baby, das weint. We do not put our baby into a cupboard or in the cellar. Wir stecken unser Kind nicht in einen Schrank oder in den Keller. We are holding the crying baby lovingly and with compassion until it finds peace. Wir halten das Baby mit Mitgefühl, bis es mehr Frieden findet. We believe that we are the things that we are experiencing. And this is what we call identification. So a thought comes in, an emotion comes in, and we merge with the thought, we merge with the emotion. We become one, and then we are identified. Wir glauben, dass wir die Erfahrung sind, die wir gerade machen. Ein Gedanke kommt rein, ein Gefühl, eine Emotion kommt rein und wir verschmelzen damit, mit dieser Perspektive, mit diesem Gedanken, mit dieser Erfahrung. Und dann sind wir identifiziert. And it is important to understand that you are not your emotion and that you are not your thoughts. Es ist wichtig zu verstehen, du bist nicht eine Emotion und du bist auch nicht ein Gedanke. You are the awareness that is shining behind every identification. Du bist das Bewusstsein, das hinter jeder Erfahrung leuchtet. So we want to separate what the one who is observing, the witnessing part, from what is experienced in the field of awareness. Also wir trennen das, was beobachtet, den Zeugen, von dem, was im Feld sich ereignet. It's like the screen in the cinema. Es ist wie die Leinwand im Kino. The movies are constantly changing. Die Filme verändern sich ständig. Today is a horror movie and tomorrow is a rom-com. Heute hast du ein Horror-Movie auf der Leinwand, ein Horrorfilm und morgen eine romantische Komödie. But the screen is never affected by what is played on the screen. Die Leinwand wird nicht in irgendeiner Form beeinträchtigt von dem, was auf der Leinwand sich ereignet. The screen remains the screen. Die Leinwand bleibt die Leinwand. In the same way, awareness remains silent, kind observing. Bewusstsein bleibt in dieser stillen, gütigen Beobachtung.
untouched by what is happening in the field, unberührt von dem, was sich im Feld ereignet. And from this position of silence and of compassion, of kindness, you are turning towards the emotion or the one experiencing the emotion. It is sometimes easier to picture yourself as the one who has an emotion, like you are looking at a friend. Es ist manchmal leichter, wenn du dir vorstellst, dass du auf dich schaust, als derjenige, diejenige, die leidet, als würdest du dich auf einem Freund zuwenden. So just to repeat, the most important thing is you are separating yourself from the despair, from the strong emotion, not because you want to suppress it. So der wichtigste Punkt ist, du trennst dich von der Emotion, von der Verzweiflung, nicht weil du sie unterdrücken willst. Du möchtest von außen auf sie schauen, um sie halten zu können. You want to look outwardly upon it in order to gently hold the suffering. Because when you are identified with the suffering, you are not capable of holding it. Weil wenn du eins bist mit dem Leiden, bist du nicht in der Lage, es zu halten. So the separation is crucial. Coming from a place of compassion and silence and stillness is crucial. So die Trennung ist wichtig und dass du von einem Platz von Mitgefühl und Stille dich dem zuwendest, ist wichtig. If you can't do it alone because you move back into the identification. Wenn du es nicht alleine machen kannst, weil du immer wieder in diese Identifikation reinrutscht, in die Verschmelzung, then find a therapist or find a person who is also practicing for your support. Dann finde einen Therapeuten oder jemanden, der praktiziert, um dich zu unterstützen. But with time, when you practice your mindfulness muscle, you will be able to separate yourself from whatever strong emotion you're experiencing. Also mit der Zeit, wenn du diesen Achtsamkeitsmuskel praktizierst, wirst du in der Lage sein, dich zu trennen, abzutrennen von egal welcher starken Emotion. And you will be able to hold, not suppress, to hold the emotion in silence with compassion. Und du bist in der Lage, die Emotion zu halten in Stille und mit Mitgefühl. So just remember, you accompany this being in a way you would accompany a child or a good friend. Erinner dich, du begleitest dieses Wesen so, wie du ein Kind begleiten würdest oder einen guten Freund. From this point, from this perspective of I can accompany a child, I can accompany a person that I love, you feel much more stability. Aus dieser Position eines Wesens, das ein anderes Wesen begleitet, mit Mitgefühl und aus der Stille heraus, wirst du dich viel stabiler fühlen, als wenn du die Emotion bist. Als wenn du eins bist mit der Emotion.